Technische Universität München, die unternehmerische Universität, die Technologien mit Potenzial zur Gründung hervorbringt. Und das durch eine besondere Kombination aus exzellenter Forschung, hochwertiger Lehre und optimalen Studienbedingungen. Dafür steht auch Präsident Professor Thomas Hofmann. Das TUM Entrepreneurship-Ökosystem wächst ständig weiter und bringt regelmäßig neue, erfolgreiche Technologieunternehmen hervor, die von den innovativen und kreativen Köpfen unserer Studierenden, Alumni, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt sind. In diesem Jahr verleihen wir zum 9. Mal den TUM Presidential Entrepreneurship Award an ein herausragendes und erfolgreiches Unternehmen, dessen Geschichte an unserer Universität begann. 3 Unternehmen sind nominiert, die den Geist der TUM in sich tragen und mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung auch ein Teil der Zukunft sind. Nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award 2022 ist Kyutra. Die Idee einer magnetischen Dauerkühlung gibt es schon seit den 1930er Jahren. Die technische Umsetzung war bislang aber nicht möglich. Kyutra ist das erste Unternehmen, die das nun geschafft haben. Also Kyutra entwickelt und fertigt spezielle Kühlanlagen, Kältemaschinen für die Erzeugung ultratiefer Temperaturen. Also Temperaturen bei ungefähr minus 273 Grad Celsius. Das heißt knapp über dem absoluten Nullpunkt auf der Temperaturskala für den Einsatz in der Forschung und im zunehmenden Maßstab auch in der Industrie. Während andere Hersteller von Kühlmaschinen teure Flüssiggase nutzen, hat Kyutra mit ihrem festen Kühlmittel einen kostengünstigen und einfach nutzbaren Weg gefunden, der lediglich Strom benötigt. Dies ist zum Beispiel relevant für den Ausbau eines künftigen Quanteninternets oder den Betrieb hocheffizienter Detektoren und Computern. Was uns auch einfach in der Führungsriege sozusagen auszeichnet, dass wir alle Wissenschaftler sind, und das merkt man, glaube ich, in der Herangehensweise an viele Probleme, dass es relativ strukturiert passiert, vielleicht mehr als bei anderen Firmen, und dass wir eben auch immer noch sehr nah an der Forschung sind. Als Physiker waren die 3 Gründer schon während ihrer Zeit an der TUM auf die optimale Hardware für ihre Forschungen angewiesen. Diese Hardware haben sie in den vergangenen Jahren optimiert. Ohne die Unterstützung der TUM wäre das so nicht möglich gewesen. Dieser Spirit der TUM, die unternehmerische, hat uns geprägt und sicherlich durch verschiedene Gründungsseminare dann das einfach befeuert. Ich glaube, die Idee auszugründen kam einfach, wir haben dann ein Tool gebaut, ein Werkzeug, eine Maschine gebaut, die einfach, also erstmal für uns selbst sozusagen, für die eigene Forschung, die einfacher macht, um dann im nächsten Schritt natürlich zu gucken, okay, könnte das eigentlich für andere Leute spannend sein. Außerdem nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award ist Kaya Health. Jeder 4. Deutsche hat ihretwegen schon einmal einen Arzt aufgesucht, Rückenschmerzen. Kaya Health wollen dem entgegenwirken und anderen Schmerzgeplagten helfen. Was uns besonders macht, ist, dass wir wirklich den ganzen Behandlungspfad digital abbilden. Das bedeutet, von der Anamnese zur täglichen Therapie wird keine Hardware benötigt, außer das Smartphone. Mit ihrer kamerabasierten, patentierten Computer-Vision-Technologie hat Kaya Health eine kostengünstige Möglichkeit gefunden, die modale Schmerztherapie zu digitalisieren. NutzerInnen können in Echtzeit Fortschritte erzielen, die sonst nur durch teure, langwierige Therapien möglich wären. Also wir haben im Endeffekt die Goldstandard-Therapie digitalisiert, die eben aus den 3 Bestandteilen physische Therapie, psychologische Therapie und medizinisches Wissen besteht. Und wenn du auf irgendeinen Schmerzkongress der Welt fährst, bestätigt er eben jeder, ja, das ist die Goldstandard-Therapie. Das heißt, wir haben die digitalisiert und dann mit klinischen Studien bewiesen, dass wir klinisch genauso gut sind, aber halt viel billiger. Kayas Technologie hat sich nicht nur bei der Behandlung von Rückenschmerzen bewährt, sondern auch bei Arthrose und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen. Ihre Technologie zur digitalen Rehabilitation wurde bislang als einzige durch mehr als 150 extern begutachtete Studien validiert, auch in enger Zusammenarbeit mit der TUM. Die TU München als Alma Mater war auch bei der vorherigen Gründung schon sehr, sehr wichtig. Diesmal hat uns die TU München darüber hinaus noch unterstützt durch den Kontakt zu Professor Tölle am Klinikum rechts der Isar, mit dem wir auch eines der größten Studienprojekte, die in Europa je gemacht wurden, im Thema Rückenschmerzen, zusammen 3 Jahre lang durchgeführt haben. Und somit ist die TU München wirklich zentral in unsere Gründungsgeschichte auch verwebt. Schließlich nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award ist Kevaso. Gerade in der Baubranche steht man erst am Anfang der Digitalisierung.
Das Münchner Start-up Kevaso hat einen Roboter entwickelt, der zum Beispiel die Gerüstmontage am Bau 40% schneller macht als bisherige Lösungen und führt zusätzlich eine digitale Datenplattform ein. Eine der GründerInnen ist Jekaterina Grip. Wir sind 6 Mitgründer, was also ein ziemlich größeres Team ist. Wir kombinieren Hardware mit Software. Und unser Ziel ist es tatsächlich, einer der größten Provider im Bereich Data Analytics von der Baustelle, also Construction Site, zu sein, aber wir machen das mit der Hilfe von Robotik. Während sich Kevaso am Anfang ausschließlich an die Baubranche gerichtet und dort effiziente und sichere Arbeitsprozesse eingeführt hat, bei gleichzeitiger Kosten- und Arbeitszeitersparnis, nutzen immer mehr Unternehmen aus den verschiedensten Branchen den Liftbot und die Datenanalyse-Software des TUM Startups. Wir können diese Technologie überall nutzen. Wir können diese auf Baustellen nutzen, auf Raffinerien nutzen, an verschiedene Anlagen. Bauarbeiten sind sehr gefährliche und sehr schwierige Arbeiten. Und jetzt gibt es auch sehr wenige Menschen, die wollen in dieser Branche arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir denken, das ist die richtige Zeit und die Technologie ist schon da. Und unser erster Anwendungsbereich ist Gerüstbau, aber wir wollen auch andere Branchen danach abdecken. Gerade für eine Firma in der Baubranche ist Kevaso in München perfekt aufgehoben. Auch die Infrastruktur der TUM hat der jungen Firma ermöglicht, ihre Prototypen zu bauen und vom Netzwerk der Universität zu profitieren. Wir haben sehr viel Unterstützung von der TU München gekriegt. Ich glaube, es ist wirklich eine der tollsten Möglichkeiten für Hardware-Startups. Und dort haben wir auch unsere ersten Investoren getroffen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich glaube, von Anfang an ist es sehr, sehr wichtig, diese Unterstützung zu haben. Ich glaube, ohne TU München würden wir nicht gründen. Die TUM ist in der Liga globaler Elite-Gründerschmieden angekommen. Diesen Erfolg verdanken wir auch unseren innovativen Gründerinnen und Gründern. An unserer Universität entstehen so jedes Jahr bis zu 80 Tech-Startups. Und die 3 nominierten Teams sind Paradebeispiele dafür, wie der Transfer von wissenschaftlicher Forschung in umsatzfähige Unternehmen auch erfolgreich gelingen kann. Als unternehmerische Universität bringt die TUM seit Jahren die meisten Startups in Deutschland hervor. Im internationalen Vergleich stehen wir gerade, was Innovationen angeht, immer auf den vordersten Plätzen. Gerade hat die TUM im TAE Impact Ranking den weltweit ersten Platz in der Kategorie Industrie, Innovation und Infrastruktur verteidigt und darauf sind wir mächtig stolz. Die 3 nominierten Unternehmen verbinden, was auch die TUM so stark macht. Einen inspirierenden Innovationsgeist und wegweisende Forschung auf Zukunftstechnologiefelder. Gleichzeitig beweisen sie, dass wissenschaftliche Forschung, Technologie und Innovation an der TUM Hand in Hand gehen und die Unternehmen der Zukunft interdisziplinär aufgestellt sind. Mit dem TUM Presidential Entrepreneurship Award zeichnen wir eines dieser herausragenden Spin-offs der TU München aus. Der Award ist dotiert mit 10.000 €, gestiftet vom Bund der Freunde der TU München, dem ich an dieser Stelle herzlich danken möchte. Werden auch Sie Mitglied im Bund der Freunde, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Unterstützen Sie damit, dass wir auch zukünftig Gründerinnen und Gründer auszeichnen können. Allen Nominierten sende ich herzliche Grüße und meinen Glückwunsch besonders natürlich an die diesjährigen Gewinner.